Über 30 Jahre befasst sich die Dortmunder Fotografin Cornelia Suhan mit der Geschichte der Frauen, die im Bosnienkrieg vergewaltigt wurden. Als Fotografin, aber auch in ihrer NGO-Arbeit in der Dortmunder Frauenorganisation Vive Žene, Frauen lebt. Mit ihrer Fotodokumentation Silent Witness, stumme Zeugen, wirft Cornelia Suhan einen Blick zurück auf diese Orte eines Tabus. Sie haben mir gesagt, dass ich es niemandem erzählen darf. Wenn ich gefragt würde, wohin ich gegangen sei, sollte ich sagen, dass ich Kaffee für ihre Armee gekocht habe. Kriege ohne sexualisierte Gewalt sind eigentlich nicht vorstellbar. Leider Gottes ist es so, dass sexualisierte Gewalt in Kriegen immer wieder angewandt wurde und auch immer weiter angewandt wird. Es ist ein Kriegsverbrechen, was offensichtlich sich, jetzt mal zynisch gesprochen, hervorragend eignet, den Gegner zu demoralisieren, indem die Frauen angegriffen werden und versucht wird, sie auch zu zerstören. Es ist ein Angriff auf die Frauen zuerst, aber darüber hinaus eben auch ein Angriff auf den Gegner, auf eine Gesellschaft. 1993 bin ich das erste Mal nach Bosnien gefahren und daran anschließend hat sich eine jahrzehntelange Arbeit entwickelt, wo wir Projekte entwickelt haben mit den Frauen, mit einer Partnerorganisation für die Frauen, die sich kontinuierlich weiterentwickelt haben. Dadurch habe ich viele Geschichten von den Frauen gehört. Ich habe auch, um das Projekt ein bisschen darzustellen, habe ich viel fotografiert. Und bei dem Thema sexualisierte Gewalt stößt man als Fotografin natürlich permanent an Grenzen. Und deshalb habe ich mich fotografisch auch immer wieder sehr zurückgenommen, weil die Projekte im Vordergrund standen. Also dieses Thema hat trotzdem immer wieder in mir gewühlt und ich habe mich gefragt, wie kann ich die Geschichten, die ich kenne und auch die politische Einbindung, die gesellschaftliche Einbindung anders darstellen, auch fotografisch darstellen. Und da bin ich dann auf die Idee gekommen, das nicht mit den Frauen direkt zu machen, sondern über die Gebäude in Bosnien-Herzegowina zu machen. Und zwar die Gebäude, wo diese Verbrechen passiert sind. Ich musste immer wieder mich rückversichern, ist das das Haus, ist jenes das Haus, ist das die Schule und so weiter. Und die Geodaten geben ja nun mal eine eindeutige Bestimmung für eine Recherche, wo ist es passiert. Und deshalb einerseits die Geodaten. Andererseits habe ich auch die Geodaten benutzt, war es ein Versuch, das Ganze erstmal völlig vom Inhalt zu trennen und nur das Haus und die Geodaten zu sehen, dass man sich erstmal mit dieser Banalität des Gebäudes auseinandersetzt und dann, wenn man die Geschichte dahinter hört, begreift, warum dieses Foto so gemacht wurde. Immer wieder Raum zu geben, damit man darüber nachdenken kann, was passiert ist, weil das sind ja auch Geschichten, die sehr schwer sind auszuhalten. Schulen sind Gebäude, ganz viele Schulen waren Ort von Vergewaltigungen. Das ist auch etwas, was man sich eigentlich überhaupt nicht vorgestellt hat, aber Schulen eignen sich von der Logistik her hervorragend für dieses Kriegsverbrechen. Man kann dort Leute in Sporthallen internieren und von da aus rausnehmen und in Klassenzimmern die Frauen vergewaltigen, was häufig passiert ist. Ich habe den Weg gewählt, Gebäude zu fotografieren und nicht die Gesichter der Frauen, weil es für die Frauen immer wieder auch eine erneute Herausforderung
bedeutet, wenn sie sich an diese Verbrechen erinnern, damit an die Öffentlichkeit gehen. Sie sind heute nicht nur Ehefrauen, sondern sie sind auch oft Großmütter und sie haben Enkelkinder und sie wollen nicht, dass sie als Großmutter in der Öffentlichkeit stehen, weil dann werden ihre Enkelkinder darauf angesprochen. Das ist zum Beispiel ein Grund, weshalb ich von den Gesichtern der Frauen weggehen wollte und ihre Identität quasi schützen wollte. Aber trotzdem versuchen wollte, die Geschichten, die die Frauen erzählt haben, auch mir erzählt haben, von den Verbrechen, die sie überlebt haben, das doch so deutlich wie möglich darzustellen und da nicht irgendwie Rücksicht nehmen zu müssen auf eine Dokumentation, sondern wirklich ganz klar und offen das beschreiben zu können, was geschehen ist. Es geht um Achtung irgendwo auch, es geht um Respekt. Die Frauen kämpfen ja regelmäßig gegen die Stigmatisierung, weil sie Opfer von sexualisierter Gewalt geworden sind. Und da schwebt ja immer so ein bisschen dieses Thema drüber, ach, inwieweit haben sie das gewollt? Und das haben die Frauen sehr häufig auch erlebt im Alltag, in ihrem Leben in Bosnien, oder das ist eigentlich nicht auf Bosnien bezogen, das erleben die Frauen überall. Und deshalb finde ich es so wichtig zu sagen, durch eine Gedenkstätte, das war ein Verbrechen, so sah das Verbrechen aus. Es hat diese Konsequenzen für die Frauen und für die Gesellschaft, dass die Schuld von den Frauen genommen wird. Und zwar ganz klar, ganz eindeutig und es klar ist, wer hat das Verbrechen begangen, warum wurde es begangen. Und es ist ein fürchterliches Verbrechen, was gestoppt werden muss.